Eine Säge, mit der man wirklich alles sägen kann, das ist für viele immer ein riesengroßes Problem. Die eine Säge kann nur Metall, die andere Säge kann nur Holz. Und spätestens, wenn man beim Holzsägen mal auf Metall trifft, dann weiß man, man hat ein riesengroßes Problem. Und dafür gibt es wirklich eine richtig geniale Lösung. Diese Lösung nutze ich seit 8 Jahren und dazu gibt es jetzt ein erstaunliches Upgrade und das gucken wir uns heute an. Vor circa 8 Jahren habe ich mir die erste richtige Säge für meine Werkstatt gekauft. Das ist die hier und man sieht, die sieht noch aus wie am ersten Tag. Funktioniert wirklich auch noch absolut genial. Und das ist eine Multimaterialsäge gewesen. Mit der konnte man wirklich alles sägen. Möglich macht das ein sehr spezielles Sägeblatt. Und diese Säge geht jetzt in die nächste Generation und die habe ich hier heute auf meinem Tisch stehen. Was mich damals wirklich verwundert hat, das war das Sägeblatt. Das war damals schon auch das gleiche Multimaterial-Sägeblatt made in Japan. Und damit konnte man Stahl, Aluminium, aber auch Holz, Kunststoff, andere Werkstoffe sägen. Und dieses Sägeblatt hatte bei richtiger Anwendung, das muss man wirklich immer dazu sagen, man kann so ein Sägeblatt auch in 5 Minuten ruinieren, konnte ich da wirklich jahrelang mit sägen. Also ich bin da extrem zufrieden mit dieser Säge und dementsprechend, ich würde die jederzeit wieder kaufen. Und das ist auch wirklich immer das Wichtige, dass man Werkzeuge sich kauft, von wegen, wo man was für die Ewigkeit hat. Diese Evolution-Sägen, die kauft man sich und die sind so solide, sind von der Qualität her so toll, die kann man wirklich seinen Kindern noch vererben oder seinen Enkeln und trotzdem sind die wirklich sehr bezahlbar. Und das finde ich so Werkzeuge, die passen wirklich 100%ig zu meinem Kanal und darum gucken wir uns heute mal diese Evolution-Säge an, die hat sich wirklich toll entwickelt. Das ist eine R355 Evolution, die kostet aktuell so um die 300 Euro, ist also wirklich auch noch sehr bezahlbar. R355 weist auf den Sägeblattdurchmesser hin und ich zeige euch erstmal in meinem Garten, was da wirklich alles mit möglich ist. Weil in meinem Garten habe ich noch einen Schandfleck, ich habe verschiedene Sachen abgerissen und das ganze Holz, das habe ich hinten alles erstmal in eine Ecke hinter einem Busch geworfen, aus dem Augen, aus dem Sinn. Jetzt macht meine Frau natürlich Druck, das muss weggeräumt werden. Und hier ist wirklich ein riesengroßes Problem, dass in dem Holz halt wirklich viele Nägel sind. Und wenn ich das Ganze oder Schrauben oder irgendwas anderes und wenn ich das Ganze jetzt mit einer normalen Holzsäge zersäge, dann habe ich ein Riesenproblem. Und ich habe es hier natürlich bewusst mal so dargestellt, dass ich hier 2 Schrauben in den Kopf reingebracht habe und das kann man mit der Säge wirklich völlig problemlos sägen. Und das ist halt die erste geniale Anwendung. Ich nehme diese Säge, kann die Säge noch problemlos tragen und kann dann wirklich einen Schnitt nach dem anderen durchführen. Habe hier teilweise 4 Hölzer zusammengesägt. Das sind dann 180 mm mal 120 und selbst diese Dimensionen kann man mit der Säge wirklich problemlos sägen. Und wenn zwischendurch irgendwann mal eine Schraube im Material ist, irgendwo ein Nagel oder ein Stück Metall hier eingesetzt ist, da lacht die Säge drüber. Das ist wirklich kein Problem. Ich muss aber immer sagen, wenn ich irgendwas an Holz säge und ich habe schon die Befürchtung, da ist irgendwo Metall drin, dann ziehe ich die Säge natürlich nicht in einem Schwung runter, dann gehe ich da ein bisschen vorsichtiger vor. Das schont natürlich immer das Sägeblatt auf lange Zeit. Wenn man sich die Säge mal im Detail anguckt, dann ist die irgendwie wie außer Zeit gefallen. Hier fehlt wirklich jeglicher Schnickschnack, aber man hat eine sehr, sehr solide Technik. Diese Säge hat 2200 Watt, einen sehr leistungsstarken, kräftigen Motor, 1550 Umdrehungen. Damit ist es dann halt auch wirklich möglich, mit dem Sägeblatt alles zu sägen. Eine zu hohe Drehzahl wäre halt bei Metall kontraproduktiv. Ich habe hier ganz einfach eine Arretierung. Wenn ich die löse, dann kann ich die Säge aufmachen. Wenn ich das Ganze wieder schließe, dann habe ich hier oben einen schönen Tragegriff. Also ich kann die Säge dann halt auch überall mit hinnehmen. Diese Säge hat einen Anlaufstrombegrenzer, das hatte die ältere Version nicht. Das heißt, bei der älteren Version, wenn man eine schlechte Elektroinstallation hatte, dann hat man sich schnell mal die Sicherung rausgehauen. Das kann einem hier nicht mehr passieren. Wenn man sich hier hinten so die Feder anguckt, das ist wirklich auch absolut grundsolide. Ich habe hier ein Prallblech, ich habe hier eine Einstellschraube, wo ich den Anschlag einstellen kann, wie tief die Säge kommt und habe hier dann ganz einfach meine Werkstückaufnahme. Das heißt, ich habe hier 0 bis 45 Grad, was ich einstellen kann und ich habe 3 verschiedene Punkte, an denen ich das Ganze einschrauben kann.
3 verschiedene Punkte, ganz einfach aus dem Grund, wenn ich in den hintersten Punkt gehe, dann kann ich wirklich im normalen 90-Grad-Schnitt 100%ig dieses Sägeblatt nutzen, kann hier Sägeschnitte machen. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe bis zu 180 mm mal 120 mm gesägt. Die Säge gibt hier 95 mal 180, also ich habe sogar 120 in der Höhe geschafft. Da hat man also wirklich ein riesen Volumen, was man damit sägen kann. Auf der anderen Seite, wenn man in die 45 Grad Schräge geht, dann braucht man einen anderen Winkel, wenn man das wirklich maximal ausnutzen will, und das kann man durch diese Verschraubung machen. Wir haben hier, wie gesagt, einen Schlüssel und mit diesem Schlüssel kann man hier alles verstellen. Ich habe dann hier normalen Verstellmechanismus mit diesem schönen Drehkreuz hier hinten, habe hier keine Schnellverstellung. Evolution sagt ganz klar von wegen, diese Schnellverstellungen sind schön und gut am Anfang. Auf Dauer haben die aber nicht die Belastung, die wir da wirklich haben wollen. Sowas dauert zwar mal 1, 2 Sekunden länger, wenn man hier irgendwas verstellen muss. Auf Dauer ist es aber mit viel besserer Spannkraft. Sowas hält wirklich für die Ewigkeit. Und dann habe ich hier vorne immer, das ist bei jeder Evolution-Säge dabei, auch die Möglichkeit, ein Rohr vernünftig zu spannen. Das ist auch eine ganz simple Aufnahme. Die spanne ich hier ein, kann dann hier ein Rohr spannen. Bei einem Rohr ist es halt immer das Problem, wenn ich so eine normale Aufnahme habe, dann spanne ich nur an einem Punkt, habe nicht die Spannkraft, und auf der anderen Seite, wenn ich richtig massiv spanne, dann verdrücke ich auch schnell das Rohr. Hier wird das Rohr an mehreren Punkten aufgenommen und dadurch habe ich eine viel bessere Spannkraft und verdrücke so ein Rohr nicht so leicht. Was ich immer als Tipp geben muss für alle, die solche Sägen benutzen und einen ähnlichen Mechanismus hier haben, man sollte das mit der Spannkraft nie übertreiben. Also man schafft es problemlos mit so einer Spindel, da hat man ja eine unglaubliche Kraft drauf, dass man so einen Mechanismus hier hinten auch verdrückt. Im 0 Grad ist es kein Problem, da drückt es dann einfach nur gegen. Aber bei 45 Grad schaffe ich es also auch problemlos, das Ganze zu zerspannen. Es reicht hier, das vernünftig handfest anzuziehen. Man muss hier nicht irgendwo mit Ultrakraft und noch mit dem Hebel oder Ähnlichem arbeiten. Also man muss vorsichtig damit spannen, von wegen einfach normal mit der Hand zudrehen, reicht in der Regel vollkommen aus. Mehr Kraft braucht man hier nicht. Die Säge dreht ja in die Richtung. Wenn das hier vernünftig gespannt ist, liegt das hier gegen. Und wenn man hier eine normale Spannkraft hat, also nicht übertreiben, dann reicht das vollkommen aus, um hiermit wirklich das Werkstück sicher zu spannen, damit man das vernünftig sägen kann. Wenn man die Sägen jetzt mal vergleicht, grundlegend hat sich da wirklich nicht so viel verändert. Das heißt, der neue Bock ist noch mal deutlich kräftiger geworden. Hier hat man das Ganze noch mit einer Kette befestigt zur Arretierung, damit es nicht hochgeht. Jetzt hat man da so einen Punkt und manche Teile wurden wirklich noch mal ein bisschen solider gefertigt. Und der größte Unterschied ist wirklich der Anlaufstrombegrenzer, dass man sich hier mit immer ab und zu mal die Sicherung rausgehämmert hat. Das funktioniert bei der neuen wirklich gut. Ich habe jetzt hier stundenlang gearbeitet im Garten. Da habe ich wirklich auch keine ultramoderne Stromabsicherung und das funktioniert wirklich traumhaft. Aber das Wichtigste an so einer Säge ist natürlich, was man mit der Säge sägen kann und wie genau das Ganze ist. Ich habe zum Beispiel hier mal einfach 80 x 80 Vierkantrohr in 3 mm, das ist Stahl verzinkt, gesägt und dann sieht man, man hat hier wirklich sehr, sehr saubere und sehr genaue Sägeergebnisse und den Winkel kann man immer noch mal einstellen und korrigieren. Was man bei einer Säge oft schwer korrigieren kann, ist natürlich, wenn man hier runterkommt, wie genau das Ganze ist. Und haben viele Sägen ein riesengroßes Problem. Viele Bandsägen laufen da immer aus und man sieht, hier kriegt man wirklich sehr, sehr saubere Ergebnisse. Das habe ich bei jedem Sägeschnitt kontrolliert. Das ist also wirklich sehr genau bei der Säge. Wenn man hier sägt, von wegen hat man sehr sauberes Sägeergebnis. Das ist natürlich so, wenn das Sägeblatt 5 Jahre alt ist und da immer wieder mit gesägt wird, dann verändert sich das irgendwann auch. Aber hier sieht man wirklich, hat man sehr sauberes, schönes Ergebnis, schöne kühle Sägeschnitte. Wenn man das Ganze dann auf Gärung umstellt, 80 x 80 hier auf Gärung zu schneiden, ist auch wirklich völlig kein Problem. Und man kriegt hier wirklich ein sehr, sehr sauberes Ergebnis her. Das kann man auch wieder kontrollieren. Das ist bei mir hier auch wirklich sehr genau. Das heißt aber immer, so eine Skala ist nie 1000-prozentig. Das sieht man schon von der Art und Weise her, von wegen, dass es nicht so extrem genau ist. Ich wäre bei großen Projekten immer so, dass ich vorher wirklich immer einen Testschnitt mache, dass man das Ganze eventuell noch mal leicht nachjustieren kann. Ich habe es jetzt hier einfach eingestellt auf 45 Grad, habe gesägt und man sieht, das Ergebnis ist wirklich sehr, sehr schön geworden.
Auch Rohre kann man hier wirklich problemlos sägen. Das ist Aluminiumrohr, das müsste, glaube ich, 5 mm stark sein. Das habe ich hier einfach gesägt mit dieser Aufnahme. Ist 120 mm im Durchmesser, also das ist wirklich schon auch eine Hausnummer. Kann man hier problemlos mit sägen. Hier unten hätte ich vielleicht ein bisschen weniger drücken müssen, da hätte ich den Grad nicht. Aber ansonsten habe ich hier nahezu 100% gradfreies Ergebnis. Da würde man einmal so locker mit der Feile rumgehen, von wegen so ein bisschen den Pflaumen hier abmachen. Von wegen hat man hier wirklich ein sehr, sehr schönes Sägeergebnis und das wirklich auch in einem sehr, sehr schönen Durchmesser, 120 mm. Die Säge gibt an, man kann bis zu 105 mm Durchmesser auch noch auf 45 Grad schneiden. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ich habe jetzt einfach mal dieses 120 mm Aluminiumrohr gesägt und Aluminium ist mit dem Sägeblatt wirklich auch kein Problem. Und wenn man mal stärkere Materialien sägen will, dann ist das wirklich auch alles andere als ein Problem. Das ist zum Beispiel 20 mal 50 mm, habe ich hier auch problemlos mehrfach geschnitten. Da habe ich immer allerdings einen Tropfen Schneidöl genommen. Ich habe hier auch mal so eine ganz dünne Scheibe davon abgesägt. Das ist auch also völlig problemlos möglich. Wo ein Problem wirklich anfängt, ist, wenn man Edelstahl schneiden will. Das Sägeblatt ist für Stahl, ist für Aluminium, ist für Holz, für Kunststoff, für Kupfer und andere Werkstoffe geeignet, aber nicht für Edelstahl. Dafür gibt es wirklich spezielle Sägeblätter. Ich habe so ein Sägeblatt, das ist nicht neu, das habe ich schon länger, weil ich ja noch eine andere Säge in der Größe habe. Das habe ich hier einfach mal eingebaut und dann kann man hier auch auf einem sehr schönen Niveau Edelstahl schneiden. Da sollte man aber immer vorsichtig sein. Da nehme ich immer einen Tropfen Schneidöl. Da habe ich hier auf Gärung geschnitten, hier auf Gärung geschnitten, hier dieses Geländerrohr auf Gärung geschnitten. Da sieht man also, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, aber nicht mit diesem Sägeblatt. Ich hatte schon immer wieder Nachrichten von Leuten, die haben sich so eine Säge oder ähnliche Sägen gekauft, haben dann gleich mit Edelstahl angefangen und dann schneidet man 3, 4 Schnitte und dann ist so ein Sägeblatt ruiniert. Das ist bei allen Stahlsägeblättern, die sind für Edelstahl einfach nicht geeignet. Aber ansonsten sieht man, kann diese Säge wirklich alles sägen. Das zu einem vernünftigen Preis. Ich hatte mir diese andere Evolution-Säge damals gekauft, von wegen, die hat so um die 350 € gekostet. Das ist aber, wie gesagt, 7, 8 Jahre her und mittlerweile kostet diese Säge immer noch 309 €. Kriegt man definitiv keine andere vergleichbare Säge von einem Markenhersteller. Und die anderen Sägen, die können, wie gesagt, immer alle nur Stahl oder nur Holz sägen. Die hat hier dieses schöne Multi-Material-Sägeblatt Made in Japan. Finde ich absolut genial. Bin ich ein riesen Fan von, stelle ich deswegen immer gerne hier vor, zeige ich immer gerne. Viele hatten sich mal ein Upgrade zu dieser Säge gewünscht. Ich habe einen guten Kontakt zu Evolution, die haben mir diese Säge zur Verfügung gestellt. Dafür sage ich vielen, vielen Dank und verlinke die Säge hier unter und wünsche euch noch viel Spaß beim Schweißen, beim Sägen, beim Metallbearbeiten. In diesem Sinne, euer Manni.